Willkommen zum Video, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich gehe auf das größte Airsoft-Event auf der Welt, die Dark Emergency. Ich freue mich nicht drauf, das ist das 3. Mal. Und ich wollte euch ein bisschen teilhaben lassen, was so abgeht, bevor ich da hingehe. Was nehme ich mit, was muss ich noch tun? Momentan habe ich hier noch eine Bestellung, die geht an Begadi. Gerade meine Airsoft-Ständer, checkt's aus. Link ist in der Videobeschreibung unten, blendet es euch auch nochmal ein. Und hier seht ihr mal grob das, was ich mitnehme. Klamotten, klar, die sind jetzt noch nicht hier, die sind noch in der Wäsche. Ich war gestern Airsoft spielen, gehen wir mal durch. Ich habe hier einmal meinen Plattenträger von Agilite. Ich hatte früher einen ganz einfachen Amazon-Plattenträger und der war aber zum Beispiel nicht gepolstert. Hier der Agilite ist eben hier gepolstert, ist ein bisschen bequemer. Wenn man jetzt mal so einen Tag spielt, dann geht es, aber auf der Dark Emergency habe ich einfach gemerkt, da sollte das Gear auf jeden Fall passen, weil das reibt dann auch, wenn man viel schwitzt und so weiter. Deswegen bin ich auf den umgestiegen, mit dem bin ich echt zufrieden. Man kann die Magazine hier aus den Pouches relativ schnell ausziehen und auch wieder reindrücken. Dementsprechend absolut zufrieden. Dann hier ist ein AliExpress Agilite Gürtel. Der hat hier Klettverschluss, heißt der rutscht nicht runter. Hier Tasman Tiger Granat-Pouches. Die finde ich eigentlich echt cool. Das muss auf jeden Fall mit, weil die haben hier keinen Klettverschluss, sondern sind hier einfach nur eingeklipst. Das ist schwer mit einer Hand. Und der ist einfach nur hier befestigt mit diesem Gummizug. Und wenn ich eben die Airsoft-Granate ziehen will, dann ziehe ich einfach hier dran und kann hier aufmachen und es macht keine Geräusche wie bei einem Klettverschluss. Ganz nützlich. Dann hier mein Helm. Gerade für die GoPro. Hinten kommt die Powerbank dran, die ist auch gerade am Laden. Ja, als nächstes meine MTW. Absolut zufrieden mit der. Hat ein bisschen gedauert, bis ich sie da hatte, wo ich sie jetzt habe. Da habe ich nur Kleinigkeiten geändert. Ich hatte im Januar, habe ich die nochmal gewartet, habe neue Dichtungen reingemacht. Und das war auch absolut nötig, weil ich spiele die echt viel und da hatte ich schon leichten Verschleiß gesehen. Dann habe ich im Zuge dessen auch gleich hier den Mac Release geändert. Der ist von Max, genau, mit einer größeren Plate. Man kommt einfacher hin, ist ganz entspannt, finde ich. Sonst hatte ich immer den Standard jetzt ein Jahr oder 1,5 Jahre drin. Und den hatte ich schon länger auf dem Schirm und jetzt habe ich ihn montiert. Und was jetzt noch dazu kam, ist hier der Magwell. Das hier, also der Trichter so gesehen für das Magazin, um eben schneller nachladen zu können, besser zu treffen. Ja. Und den habe ich jetzt aus Kohlefaser gedruckt. Bin damit echt zufrieden. Konnte gestern schon damit spielen. Ja, hat Spaß gemacht. Was ich auch noch gemacht habe, 2 neue PTS-Magazine gekauft. Lag einfach daran, meine PTS-Magazine waren so alt, dass 2 Stück nicht mehr richtig gefeedet haben. Und jetzt mit den neuen funktioniert es einwandfrei. Was ich auch noch gedruckt habe, waren hier, oh, vielleicht sieht man es hier besser, waren hier die Mag Pulse. Ich habe dadurch einfach einen besseren Grip. Ne? Ist auch aus 3D-Druck, Filament, PLA, Kohlefaser. Ich mag es, habe es im Real Steel gesehen. Wenn ihr einen Drucker habt und die Datei haben wollt, dann könnt ihr auf mein Kultskonto Funslab, ich verlinke es euch nochmal in der Videobeschreibung, könnt ihr da gucken. Finde ich ganz cool, macht Spaß. Die habe ich an all meine Magazine. Ja, als nächstes kommen wir zu der Sling. Ich habe eine Two-Point-Sling. Ich bin der Meinung, was anderes braucht ihr auch nicht. One-Point-Sling ist manchmal ganz nützlich, finde ich, kann man machen. Ich persönlich nutze aber gerne die Two-Point-Sling, liegt einfach daran, dass ich gerne mal auch die Airsoft auf die Seite nehme und auf die Pistol wechsel und mit der One-Point-Sling baumelt euch die Airsoft gern mal gegen die Klöten. Deswegen nehme ich Two-Point-Sling, lässt sich mit einer Hand hier verstellen. Die ist von Ferra Concepts, war relativ teuer, habe aber die gleiche für meine Freundin gekauft auf AliExpress für 15 Euro damals. Und die hier original hat 60 Euro gekostet. Also schaut gerne mal auf AliExpress. Die Qualität ist ungefähr die gleiche. Funktioniert genauso gut. Und ist halt einfach nur billiger. Was ich empfehlen kann, wenn ihr das erste Mal da seid oder generell auf der Dark Emergency, nehmt euch Wartungsequipment mit. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, jeden einzelnen Dichtungsring aus der Engine von der MTW rauszuschreiben und rauszumessen, weil es sind natürlich nicht alle angegeben und ihr könnt euch zwar solche Päckchen kaufen von MTW, aber da steht dann auch teilweise die Dichtungsgröße drauf, aber eben nicht alle. Ihr kriegt dann nicht alle Dichtungen, die da in der Engine verbaut ist und ich habe mir halt da die Mühe gemacht und habe die auch viel billiger erworben, wie wenn man da dieses vorgefertigte Päckchen kauft. Kann ich nur empfehlen. Das kommt auch mit, ist wichtig.
Werkzeug ist jetzt noch nicht drin. Ich brauche das teilweise noch, um eben die Speedloader, Autoloader da drüben zu montieren. Dann kommen wir jetzt zum Speedloader. Die Jungs haben gefragt, hey, du hast Maschinenbau studiert, kannst du uns nicht einen entwickeln und bauen? Ja, war viel Arbeit. Da war ich jetzt locker 5 Monate dran. Edelstahlzahnrad drin, Edelstahlführung. Dann hier schön den Akku versteckt. Schau, dass das schön Design hat. Und eben das Wichtigste, funktioniert und auch lange funktioniert. Ja. PTS-Magazine könnt ihr bei 250 Schuss in 13 Sekunden füllen. Ganz einfach, ihr könnt es mit einer Hand bedienen. Ihr drückt einfach nur hier drauf. Dann befüllt hier das Magazin. So, wenn ihr jetzt genug drin habt, entweder euch schiebt das Magazin nach oben oder ihr hört früher auf und habt jetzt noch die Möglichkeit, hier auf den Knopf zu drücken. Jetzt speichert es euch eben für den ganzen Tag, solange ihr den eingeschaltet habt, die Anzahl an Kugeln, die ihr im Magazin haben wollt. Und jetzt könnt ihr das gleiche nochmal machen. Und jetzt zählt runter und befüllt euch immer genau die Kugelmenge, die ihr eben da stehen habt. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich 1, 2 mit dabei habe zum Verkaufen. Falls ihr Lust habt, ich bin bei Foxtrot 2, könnt ihr nachfragen, ihr findet mich dort. Ja, und vorher habe ich jetzt noch die Kisten für meine Autoloader lackiert. Sieht eigentlich echt gut aus. Und 2 Stück sind schon fertig. 3 sind hier schon reserviert auf jeden Fall. Die 2 da vorne, die werde ich auch mitnehmen. Wenn ihr Interesse habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Die Liste ist noch nicht ganz fertig, was ich noch... das ist das Wichtigste, was ihr braucht. Wenn ihr das erste Mal auf der Dark Emergency seid, nehmt euch unbedingt Oropax mit und solche Mickey-Mäuse. Dann zieht ihr die Oropax an und diese Mickey-Mäuse und dann schlaft ihr wie eine Eins, ich sag's euch. Weil da ist es immer sehr laut. Nimmt's mit, ich kann es nur empfehlen. Ja, und das war ein kleiner Einblick und jetzt noch ein kleines Gameplay von gestern, vom Spieltag. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ich hole dich ganz kurz ab. Wir spielen hier Pistol Only. Die Runde geht komplett ab und eskaliert. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wir gehen rein. Hä? Hier habe ich mich jetzt kurz gewundert. Das Haus ist in der Mitte vom Spielfeld. Normal hätten da schon lang Gegner sein müssen. Waren sie aber nicht. Und dementsprechend war ich kurz etwas irritiert. Nein, ich bin leer! Hast du ihn? Wo ist er hin? Er ist weg. Wohin? Das ist. Aber unten ist einer. Mauer habe ich, Mauer habe ich. Alle abgeräumt. Hab alle. Bunny hopp. Vorsicht. Dadurch, dass die Gegner nur über eine Flanke gepusht haben, habe ich die Lücke gefunden und konnte dann das komplette Team einmal eliminieren. Aber ich will dir ja eine Chance geben. Es geht weiter. Oh, Junge. Die rennen hier los. Brauchen ja wieder. Wir haben gerade alle rausgeschossen. Ja, ist ja gut. Ich kann immer Hopper einstellen. Leer. Einer noch an der Mauer rechts. Meine Stimme versagt. Rechts an der Mauer, hast du gesehen? Den hab ich auch. Also ja, links, sorry. Aber rechts von dem Holzstapel. Ich push rechts, hab nur noch einen Mag. Rechts hatten wir jetzt relativ wenig Gegenwehr und deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal über die rechte Flanke zu pushen. Rechts. Im Gitter.
Hast du ihn? Ja. Hast du mich erwischt? Doch. Da, Achtung! Hit, schöner. Voll ins Gesicht. Und damit war die Runde zu Ende. Absolutes Team dominiert. Hat Spaß gemacht. Einfach mal eine Fun-Runde. Pistol only. Und damit sage ich Mission complete. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und man sieht sich auf dem Spielfeld.